Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf TaxGG TV. Wir hatten am 20.01.2022 den Release von Rainbow Six Extraction. Und wie sollte es anders sein? Mein Spielpartner Larimba und ich haben den Titel für euch gleich getestet. Dieser Rainbow Six Teil bietet ausschließlich PvE-Action. Das heißt, ihr spielt es im Koop mit bis zu 3 Personen. Ihr könnt den Titel natürlich auch solo oder zu zweit spielen. Dabei habt ihr die Option, fehlende Mitglieder durch Randoms zu ersetzen. Oder ihr startet die Mission einfach ohne ein weiteres Mitglied. Der Schwierigkeitsgrad wird in diesem Fall entsprechend angepasst. Doch bevor ich auf den Inhalt des Spiels weiter eingehe, komme ich kurz zur Story. Wir haben es dieses Mal mit einer parasitären Bedrohung der Erde zu tun. Wir sind Mitarbeiter der React Organization, einem Speziallabor, welches dafür zuständig ist, die Bedrohung zu bekämpfen. Dafür werden wir als Mitarbeiter ausgesandt, um Aufklärung über parasitäre Aktivitäten sowie die eine oder andere Gewebeprobe zu entnehmen, um den Parasiten auf der Erde loszuwerden. Doch genug mit dem Geschwafel, Taten warten. Uns stehen anfangs 9 Operator zur Auswahl. Die verschiedenen Operator dürften uns bekannt vorkommen, wenn man den einen oder anderen Rainbow Six Teil gespielt hat. Das Spiel hätte genauso gut einfach als DLC erscheinen können. Kommen wir zur Aufgabe. Jeder einzelne Operator kann und muss gelevelt werden und zudem ein Gesamtrang. Mit steigendem Level spielen wir auch die anderen Operator frei und dazu natürlich die dazugehörigen Waffen. Da wartet eine überschaubare Menge auf uns. Von Granaten über Uzi hin zum Sturmgewehr bis zur Pumpgun ist alles vertreten. Jeder Operator hat seine Spezialfähigkeit, so wie beispielsweise Sledge mit seinem Hammer. Mit diesem kann er, sollte es mal mit der Tür nicht klappen, durch Wände gehen. Die anderen Operator haben ebenfalls nützliche Fähigkeiten, mit denen sie das Team unterstützen können. Stürzen wir uns mit einem Operator also in eine Mission. Wir haben verschiedene Maps, Missionen und Einsatzziele, welche ich hier im Weiteren als Quest bezeichne. Wir haben allerdings eine begrenzte Anzahl an Missionen, welche uns zum Leveln zur Verfügung stehen. Man ist also im Rotationsprinzip damit beschäftigt, diese immer wieder zu spielen. Selbstverständlich stehen uns dafür einige Schwierigkeitsgrade und Quests zur Auswahl. Die Operator erreichen maximal Rang 10, der Gesamtrang geht bis Level 30. Erstes Ziel ist es, aufs Gesamtlevel 16 zu kommen, um die Map Malstrom freizuspielen. Im Malstrom winken härtere und längere Quests. Zudem gibt es im Malstrom wohl ein Ranking-System, zu dem man online gerankt werden kann. Selbstverständlich können wir nach und nach mit allen Operatoren spielen. Es macht aber Sinn, Rainbow Six-like für jede Mission den passenden Operator zu benutzen. Pro Mission kann ein Operator nur einmal vertreten sein. So entsteht eine Rotation zwischen den verschiedenen Operatoren, welche wir zum Einsatz bringen. Für eine Rotation sorgt ebenfalls, dass wir den einen oder anderen Operator verletzt aus einer Mission zurückholen und dieser sich erst erholen muss. Solltet ihr in einer Mission wipen, ist der Operator vorerst verloren. Er muss anschließend von euch durch eine Rettungsmission wieder befreit werden. Dafür müsst ihr mit einem anderen Operator in die vorherige Mission zurückkehren, um euren verlorenen Operator zu befreien. Rainbow Six Extraction sorgt für rund 25 bis 30 Stunden Spielspaß. Ich möchte euch noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie ihr zügiger levelt. Als Sidequests gibt es die sogenannten Studien, welche ihr erledigen könnt. Diese bringen euch relativ einfach XP. Einmal sollt ihr bestimmte Punkte markieren und ein anderes Mal einen Gegner mit einem bestimmten Waffenaufsatz oder einer Fähigkeit töten. Erst wenn ihr eine Studie abgeschlossen habt, folgt die nächste. Natürlich bringt euch wildes Herumballern nicht unbedingt immer zum Ziel. Ihr erhaltet deutlich mehr XP für die Mission, wenn ihr sie so spielt, wie sie zu spielen sein soll. Das heißt, wenn ihr eine lautlose Mission bestreitet, bekommt ihr mehr XP, wenn ihr diese auch lautlos bestreitet. Dabei handelt es sich nicht nur um ein paar XP, sondern sie kann bis ums Dreifache ansteigen. Generell solltet ihr eine Mission eher vorsichtig angehen. Ein Verlust des Operators bedeutet immer auch ein Verlust von XP. Wenn ihr oder euer ganzes Team angeschlagen seid, lohnt es sich auch mal die Überlegung zur Extraction, um die Questreihe vorzeitig zu beenden. Dann sagt lieber rechtzeitig den XP-Bonus ein und startet eine neue Mission, bevor ihr riskiert, in dieser Mission zu scheitern. In den ersten Einsatzgebieten besteht eine Mission aus 3 Quests. Diese Quests sind außer einer Rettungsmission Random Quests. Ihr habt bei jeder Quest in einer Mission die Möglichkeit, die Quests weiterzuführen, zur nächsten Quest oder die ganze Mission abzubrechen und euch zu extracten. Das heißt, die Mission abzubrechen und euch zu evakuieren. Sollte es euch beispielsweise in Quest 1 von 3 erwischt haben, so kann euch ein Teammitglied aus dieser Mission retten. Er kann euch zu einem Rettungspunkt bringen und sich dort entscheiden, die Mission bzw. die Quests weiterzuführen oder abzubrechen und damit die Mission zu beenden. Es ist also in alter Rainbow Six Manier nicht nur Aim, sondern auch Taktik gefragt. Selbstverständlich erhaltet ihr einen höheren Boni, wenn ihr alle Quests in einer Mission abgeschlossen habt. Die unterschiedlichen Quests spielen immer in denselben Missionen, das heißt auf den gleichen Maps eines jeweiligen Gebietes. Die Quests auf einer Map sind durch sogenannte Schleusen voneinander getrennt. Nach jeder Schleuse startet eine Quest. Ihr lernt die Missionen, also die Maps, ziemlich schnell kennen und in dem dann bekannten Terrain werden sich fortwährend verschiedene Quests ineinanderreihen. Mal müsst ihr Autopsieproben entnehmen, ein anderes Mal Nester markieren und dann wieder einen Gegner kiten. Gerade bei solchen Missionen ist das Spiel mit Randoms problematisch. Wenn Random-Mitstreiter nicht gerade das Objective verfolgen, sind Missionen halt schnell gescheitert. Das kann durchaus für viel Frust sorgen. Zudem verändern sich die Quests mit dem Schwierigkeitsgrad. Der Schwierigkeitsgrad sollte natürlich nicht außer Acht gelassen werden.
Jede erhöhte Schwierigkeitsstufe steigert auch eure XP. Der angesprochene Schwierigkeitsgrad bringt euch bereits auf der zweiten Schwierigkeitsstufe 50% XP mehr. Auf der dritten Stufe sind es dann schon 100 und auf der vierten Stufe dementsprechend mehr. Ihr bekommt ebenfalls einen XP-Boost, solltet ihr nicht solo, sondern beispielsweise zu dritt spielen. Nach Abschluss der Mission erhaltet ihr 30% XP pro teilgenommenem Spieler. Auch Kleinigkeiten wie beispielsweise ein Ping, ein Headshot aus einer Deckung oder ein Einsatz der Granate können euch XP-Boost bringen. Mein Tipp zu den Operatoren: Ein Geheimtipp von mir ist der Operator Ela. Sie ist durchaus in der Lage, auch schwere Gegner alleine zu bewältigen durch Stun und Nahkampf. Hinzu kommt, dass sie auf Level 6 eine ordentliche Wumme erhält. Mit einem 150 Schuss Magazin könnt ihr ganz schön Rabatz machen. Da ich hier aber nicht auf alle Operator eingehen will, bleibt mein Tipp nur bei diesem einen. Ich wollte euch ja ursprünglich nur einen kurzen Einblick in Rainbow Six Extraction geben und so will ich abschließend noch zu einem Fazit kommen. Ich finde, es ist ein gelungener PvE-Koop-Shooter geworden. Die dezent eingesetzten Elemente von Taktik machen Spaß und die Runden dauern meistens nicht länger als 15 bis 20 Minuten. Zu Release kostete das Game zwischen 35 und 40 Euro. Hier bin ich ein bisschen kritisch. Ich denke 20 bis 25 Euro hätten es auch getan. Das Game sorgt aber durchaus für ein paar lustige Stunden in einer festen Gruppe von 2 bis 3 Spielern. Solo ist das Spiel eher langweilig. Auf meinem YouTube-Kanal TaxGGTV Uncut könnt ihr euch einen Einblick ins Gameplay verschaffen. Ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen und schließe mit meinem altbekannten Satz: Lasst mir noch ein Abo da und bis bald, euer Tax.